Leute und herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Der letzte Part ist jetzt schon ein ganz paar Tage her, aber ich weiß noch, dass wir heute eigentlich nur trainieren wollten im Killika. Deswegen ist es nicht besonders aufregend, dass ich eine Weile nicht gespielt habe. Ich habe zwischendurch mal Disca eher angefangen, falls das jemand was sagen würde, aber ich habe nur 2 Parts aufgenommen, werde es nicht weiterspielen. Also irgendwie ist die Lust schnell verflogen über das Spiel. Naja, auch nicht so wilde. Jetzt machen wir mal hier weiter. Einfach nur trainieren, Gegner besiegen und dann gucken wir mal, was das Küsschen da hinten anzubieten hat. Also, ich weiß nicht, ob wir das Küsschen noch machen oder ob wir einfach nur trainieren werden. Auf jeden Fall gibt es hier auch einen Gegner-Typus, von dem wir... Yuna's saying she wants... Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. Wow. What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Mario hat wieder nichts dazu zu sagen. Tidus peilt noch nicht ganz, warum Yuna ihn in der Gruppe haben will. Waka steht auch ein bisschen auf dem Schlauch. Bei Final Fantasy X-2 gibt es dann hier im Hain so einen komischen Baumpfad, über den man dann sich in den Tempel schleichen muss. What's a lancet? Ah, jetzt kommt sogar die Anleitung. It's a skill, but when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Es ist wie Feindes Können aus Final Fantasy VII. Und das ist seine Ekstase. Der Tag ist nicht schlecht. Wollen wir jedem mal die Erfahrungspunkte gönnen? Neue Ausrüstung. Wanderschutz. Das könnte doch hier hingehen. Sehr schön. Werden wir die ganzen Ex-Zauber weiter lernen. Mario ist übrigens eine Besonderheit im Sphärobrett. Ich weiß gar nicht, wie ich raus oder reinzoomen kann.
Nee, damit konnte ich's. Kann ich nur die Oberfläche verschärfen. Ah, mit Select. Also während jeder seinen eigenen Pfad hat, wo er langlaufen kann. Yuna hier, Waka hier, Lulu, Tidus und Kimari hat keinen eigenen Pfad. Kimari muss sich dann an irgendwen anpassen. Das heißt, ich kann jetzt hier lang gehen. Und bleibe dann irgendwann hier hängen. Könnte ich Richtung Yuna gehen, dann könnte ich ihn zum Weißmagier machen. Oder ich gehe hier komme ich nicht weiter, könnte ich ihn in Richtung Tidus gehen lassen, dann mache ich ihn zum Schnellangreifer. Oder ich gehe hier lang. Mache ich ihn zur Riku. Indem ich ihn hier... War doch Riku hier, oder? Na los, jetzt bleibe nicht schon wieder hängen. Ja. Indem ich ihn klauen lernen lasse. Ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Weg für ihn, aber warum nicht? Und ich mache ihn zur Lulu, also zur Schwarzmagierin. Das wird wohl auch nicht passieren. Was ist hier? Hier ist, glaube ich, Waka. Ja, hier lernt er Blümchen zum Waka, dann bleibt noch Oren. Wie mache ich ihn denn zum Oren? Zum Oren machen wir ihn gar nicht, auch gut. Da geht's zum Oren. Die Frage ist halt, was machen wir jetzt? Da es hier aber HP gibt, werden wir ihn erstmal hier hingehen lassen. Bei ihm bin ich mir noch nicht sicher, was wir machen. Fliegt übrigens ein blauer Schmetterling, damit werden wir später auch noch ein bisschen Spaß haben mit Schmetterling. Macalania-Wald. Jetzt haben wir einen Datenball gefunden. Let us guardians handle the likes of these. Yuna, du Flasche. Ich habe vergessen zu gucken, wann man Vernichten bekommt. Das wollte ich eigentlich raussuchen, habe ich nicht getan. Anfällig gegen Kälte, na dann. Schwäche treffen bringt uns immer einem vernichtend näher. Als wenn wir das ganz langsam runterkloppen. So, Yuna hat genug getan. Newbie here. Sorry. Kämpfen wir das doch mal mit seinen eigenen Waffen. Ist nicht besonders stark. Pflanzen sind bestimmt gegen Feuer anfällig, habe ich gar nicht geguckt jetzt. Selbstverständlich. Gibt aber keinen vernichtend. Moving on. Aber jetzt am Anfang gibt es noch sehr viele Sphero-Level. Pro Kampf. Magie ist immer gut. Wenn man dann ganz später am Ende dieses Sphero-Brett perfektionieren will, dann haut man diese +2 Dinger raus und macht daraus dann immer +4. Die kriegt man für Magie-Sphäroiden. So, ja,
Wacker braucht jetzt nicht unbedingt Magiewerte, aber was soll's? Wir sammeln mal schnell alle Items ein, die wir bekommen können. Die Musik ist natürlich überragend schön. Und der Random Number Account ist auch in Ordnung. Sehr schön. Was Kimal getroffen hat, ist verwunderlich. Das machen zwei Magiepunkte Unterschied. Vorhin 330 Schaden, jetzt 400 Schaden. I'm ready. Na dann. Da ist der ziemlich oft dran, wie ich finde. Gut, er ist alleine, wir sind zu dritt, aber trotzdem, er ist ein Charakter und dafür kann er ganz schön oft angreifen. I can take care of those alone, huh? Schaffst du wohl doch nicht alleine. Glückstheorien brauchen wir relativ selten am Anfang. Weil diese Glücksfelder auch aus der Sphäre sehr selten verteilt sind. Und mit Glück ist immer so eine Sache, ob man das wirklich braucht im Spiel. Also ob man das Spiel sehr glückslastig macht. Es wirkt sich wahrscheinlich im Mittel schon aus, aber halt immer in den Extremen. Entweder gar nicht oder gut. Stummi übrigens ganz wichtig, wenn man dann gegen Küsschen kämpfen. Hier ist, glaube ich, der Übergang zu Oren. Nee, zu Lulu. Also man könnte Wacker auch zu einem guten Zauberer machen. Müsste man hier weitergehen, kommt man hier bei Lulu raus. Ich überlege, ob hier irgendwo die Ability kommt, dass man Zauber auf alle sprechen kann. Hier sind diese Stufe 3 Zauber. Also die lernen wir noch lange nicht. Hier sind ganz viele nebeneinander, Stufe 2 Zauber. Hier müsste Sammeln sein. Ahnen, okay, Sammeln kommt wahrscheinlich eher. Sammeln habe ich früher auch nie beachtet, steigert aber die Magiekraft enorm. Und hier ist, glaube ich, eins von diesen Glücksspheroiden. Nee, doch nicht. Auch hier Neuheit, Zauberabwehr und Abwehr getrennt. Das ist bei früheren Final Fantasy nicht immer so gewesen. So, Tidus hat übrigens wenig HP und das wird sich auch im Spiel kaum mehr ändern. Das können wir alles noch abgrasen, dann kommen wir hier wieder raus. Das ist eigentlich vernünftig. Was gibt's hier zu holen? Trefferquote. Naja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, da also einen Hinweg und einen Rückweg zu verplempern. Können wir sehen. So, das war's erstmal an Items, die wir bekommen, bevor wir Küsschen besiegen können. Ne, hier können wir nie lang gehen. Also ich habe die Karte nebenbei offen. Ich will vermeiden, dass wir in Küsschen reinrennen.
Hätte ich Blindhieb mal probieren sollen, dann geht Kernspucken noch öfter daneben. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Die konnten, glaube ich, noch eine zweite Technik, erinnere ich mich. Irgendwas, was Zustandsveränderungen hervorruft. So, Waka habe ich eigentlich auch als viel besseren Angreifer in Erinnerung. Der macht mir viel zu wenig Schaden. Später, wenn wir Oren wieder haben, der haut dann ordentlich durch. Na dann zeig mal, was du kannst. Zeiten des Immersphäre-Level ist vorbei. Übrigens hat man hier zwar Reservemitglieder, aber im Gegensatz zu Final Fantasy XII ist man hier tot, wenn die alle besiegt sind. Also hier gibt's keine Reserve. Diese Brücke muss man im zweiten bei 10.2 muss man da so ein Defender-mäßiges Ding, also es sieht aus wie so eine lebende Festung, muss man da besiegen. Am Anfang auch ziemlich schwer im Kapitel 2, wenn man hier standardmäßig hinkommt. Ist das Vieh ja schon wieder dran? Bisher ist es ja nicht wirklich eine Trainingsrunde, sondern nur eine Erforschungsrunde, aber gleich werden wir am Speicherpunkt, wo wir kostenlose Heilung bekommen, werden wir dann ins Training einsteigen. Sind ja auch schon 17 Minuten rum, halbe Stunde noch Training und dann starten wir das nächste Mal mit Küsschen und dann geht's in den Tempel. Der Hain ist auch nicht besonders groß, über dem Küsschen ist der Weg, der führt dann schon direkt zum Tempel. Nur das Vieh alleine ist schlecht, wenn dann sollten schon. Wenn dann sollten schon die beiden Fliegen mit dabei sein. Nothing to fear, the hero's here. So, Feierabend. Nothing to fear, the hero is here. You like that? Klingt auch nicht schlecht. Wollt ihr jetzt eigentlich angucken, wie viel die noch brauchen? Ja. Ist ja eigentlich Albet-Lexikon? So, denn nur Albet-Schriftzeichen, oh Gott. Naja, wir nehmen alles mit. Zeithieb. Dafür müssen wir dann leider einen Umweg machen. Jetzt gibt es erstmal den überragenden Angriffsboost von 1.
Warum habe ich denn das hier vorhin gar nicht aktiviert? So, ab jetzt trainieren wir. Habe ich ewig keine Folgen produziert, schon 3-4 Tage nicht. Dann produziere ich mal wieder eine und dann wird direkt trainiert. Das ist schon ein bisschen schwach. Neue Gegnertypus. Und in der Mitte, das sind die Teilchen. Das sind die Pendants zum Pudding, wo jeweils nur ein Element funktioniert und physische Angriffe nicht wirklich wirksam sind. Er ist dagegen ein relativ flinkes Monster, genau. Weswegen ich ihn mit Tidus angreifen sollte. Das Vieh ist ein fliegendes Monster. Also Sache für Wacker. Der in der Mitte ist Elementarmonster. Mal gucken, wann wir das Ding treffen. Aber genau, normalerweise klappt das nicht. Was hat er für eine Schwäche? Wasser. Anyone thirsty? Statusveränderung. Hier ist das übrigens Antidot und nicht Gegengift. Also heißt ja übersetzt dasselbe, aber... Piece of cake. Vor allem die Spheroiden sind schön. Die gibt es aber vor allen Dingen wegen... Wegen dem Vernichten gibt es so viel. Nein. Weil zurück kann man sich übrigens mehrere Felder bewegen. Mit einem Sphero-Level. Nach vorne halt immer nur ein Feld. Jonas Magie stark erhöht, das ist wichtig. Leider kann sie noch keinen Angriffszauber. Später werden wir vielleicht ein paar... über Teleportation ein paar Schwarzmagien beibringen. Aber erst am Ende, wenn es um Flair oder so geht. Ansonsten Weißmagie, ja, sie lernt irgendwann Sanctus. Aber wenn sie Sanctus lernt, dann sind wir am Ende des Spiels. Deswegen ist das so eine Sache. Lernt er mal Zeithieb. Die nette Truppe von gerade. Hat sich erstmal mit Vergiftung. Oh, der ist auch relativ flink. My turn now. Now what? Holen wir uns bei 3 Gegnern wenigstens 2 vernichtend. Beide lernt er Hass. Hass ist relativ schön. Wenn du den Waffen mit Auto hast, werden wir noch eine ganze Weile spielen müssen, dass wir die bekommen. Und die werden wir eher bekommen, als wir Sanctus haben. Außer ich trainiere ewig viel. Da sieht man schon den Gegner, auf den wir jetzt hinarbeiten. Ohne Training, wir könnten ihn vielleicht auch besiegen, vielleicht. Aber das wird sehr schwer.
Lass Juna in Ruhe. Back on the field. Be quiet. Hat sogar Wirkung, Stummhieb, ne? Man, blows can. Stop. Only ma- Die ist Hand zu sehen, was das Vieh jetzt macht, deswegen warten wir mal ab. Er kann gar nichts machen. Interessant. Also wenn er stumm ist, dann ist er wirklich stumm. Jetzt nehmen wir noch das vernichtend mit. Da wir am Speicherpunkt sind, haben wir gleich wieder kostenlose Heilung. Und eine neue Rüstung. Kimari hat weiter nichts. Was lernt sie eigentlich so als nächstes? Engel, also Wiederbelebung. Was ist das hier unten? Beten. Ja, Beten ist in dem Spiel nicht ganz so wichtig. Im zweiten Teil konnte man damit wenn man den Controller fixiert und dann sich in der Minenstraße in so eine Ecke stellt und immer weiter gegen die Wand läuft, dann konnte man damit endlos trainieren, weil man immer wieder geheilt wird. Weil die Gegner zu wenig Schaden machen und man mehr heilt in den Kostümen und dann besiegt man die Gegner und wenn man das die ganze Nacht überlaufen ist, ist man am nächsten Morgen so 5 Level stärker. Was lernt er hier? Ability Heap. Da kriegt man, glaube ich, Ability Steroiden. Ach so, mit dem Fortuna Spheroid kann ich mir Glück erkaufen im Endeffekt, also ein Glücks. Och, HP für Lulu, das ist schön. Company, halt! The fiend before us is Ochu, Lord of the... We've had trouble with this one before. Standing. The Ochu is no garden... We could throw up... Ochu poison is a surefire way to... Scheint anscheinend ein Giftmonster zu sein. Dann können wir das Giftschild, was Tidus gerade bekommen hat, dann im nächsten Kampf eigentlich mal nutzen. Und nur er ist langweilig, wenn dann sollten natürlich vielleicht die 2 Fliegen mit dabei sein. Ah ja, jetzt kriegen die anderen gar keine Erfahrung, auch gut. Aber neue Ausrüstung. Jetzt hat auch Kimari endlich mal eine Rüstung. Hier, immer an dieser Stelle scheint der Tidus zu hängen. Focus on the fight. No worries. Let them come. Kriege ich jetzt eigentlich zusätzliche Zeitsphäroiden oder krieg ich jetzt stattdessen von dem, was er eigentlich hinterlassen hätte, Zeitsphäroiden? You ain't seen nothing yet.
glaube, dieselbe Musik spielt der Makalania bald an einer Stelle auch. Also nicht in der Schneestelle, in der Eisstelle, sondern in der... No good. It's too fast. Charakter-Talks sind immer noch sehr schön. Take that. Kämpfe sind in dem Fall nervig, weil ihr wirklich alle Charaktere einwechseln muss, damit sie Erfahrungspunkte bekommen. Man merkt, so langsam dauert es auch länger, bis sie mal was bekommen. Kann man sich am Ende auch immer ein paar MP wiederholen, falls man mal armer in den MPs und kein Ether verballern will. Gucken, wie es auf andere Magie reagiert. Fast genauso empfindlich wie auf Eis. Wie auf Feuer, na gut. Got you covered. Yeah. Kamera kann ich übrigens immer noch nicht drehen, anscheinend scheint das mit dem Spiel noch nicht zu gehen. Also in späteren Teilen ging es immer. Yuna, Aeon. Just who do you think you are? Wir rufen keine Bestia. Wir machen lieber einen gechillten. Need a good jolt? Was? Krieg Wacker ja keine Erfahrung. Harpune. Viel schlechter. Harpune, das erinnert mich an Digimon, erste Staffel, Ikakumon. Mit seiner Harpune. Das weiße, fette Ross, Walross, fette Robbe, wie auch immer. Digimon-Kenner wissen, wen ich meine. Let us Guardians handle the... Sich von beiden treffen, wie langsam ist denn das Vieh? No good. My turn now.
Wacker auch mal wieder ein paar Erfahrungspunkte geben. Ich bräuchte bald mal wieder Kraftsphäroiden, da scheint es nämlich langsam aufzuhören. Hier könnte ich noch ein bisschen weitergehen. Dann hier lang. Man kann Kimoi zu einem ganz schönen Powerhouse am Anfang umfunktionieren. Wenn sich die Angriffskraft anguckt. Abwehr Magie. Kimoi ist am Anfang ziemlich stark. Deswegen mag ich ihn eigentlich. Das ist sowas wie ein Frühentwickler. Also am Anfang halt ziemlich stark, er baut dann aber immer weiter ab. So, die Frage ist, wo kriege ich jetzt Kraftsphäroiden her? Aber davon hier gar keine mehr bekommen, sind wir natürlich am Training ein bisschen angearscht. Beide Volltreffer. Kann das ein Zufall sein? Gibt's ihm richtig. Und Feierabend. Ich will kein Wundersphäroid, ich will Kraftsphäroiden. Ich habe auch keinen Kraft-Typ oder sowas. Titus kann Zeitsphäroiden holen und Wacker gleich Ability-Spheroiden. An denen wird es uns später auch noch mangeln, aber Kraftsphäroiden kann man, glaube ich, ja alles nicht kaufen. Also später an der Monsterfarm, aber bis dahin haben wir auch wieder genug. I'll handle it. Du kannst dich gern darum kümmern, Lulu, du bist aber leider nicht dran. Man, low. Stop. Oh, Wieder keine Kraftsphäroiden, Leute. Ich brauche andere Spheroiden. Denn da gibt es bald HP, da wird der Kraftsphäroid gebraucht. Aber Ability-Spheroiden brauchen wir auch demnächst.
Ja, mal wieder die große Gruppe. Oh yeah. Oh, 2 Ability durch vernichtend, aber wieder kein Kraftsphäroid. Ich denke mal, das reicht für heute. Das nächste Mal werden wir dann das Küsschen angehen. Heute mal eine ganz lockere und gechillte Runde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.